Liebe Freunde, Freunde des Lebens, heute möchte ich euch mit etwas konfrontieren, worüber ihr bestimmt schon mal so im Oberstübchen nachgedacht habt, aber nicht so richtig. Die Menschheit insgesamt lebte ja immer in kleinen Gruppen, mehr oder minder große Gruppen. Jetzt sind wir ja aufgeklärt, über das Internet sind wir sozusagen eine große Menschheit, Globalisierung und Tabus, wie es früher in diesen primitiven kleinen Kulturen gab, die gibt es nicht mehr. Es gab die berühmte Eiche, die man nicht verletzen durfte, und wenn sie verletzt wurde oder wenn sie umgesägt wurde, ging der ganze Stamm unter, und da hat dann bekanntermaßen irgendein christlicher Priester den Baum umgesägt, und der große Gott, der Götze, haben dann lernen müssen, dass sie die falsche Gottheit haben, und der Priester, der die Säge angelegt hat an das Tabu, durfte dann seinen Gott, sagen wir mal, verkaufen. Oder die alten Zöpfe in China. Da sind Menschen gestorben vor Scham, weil ihnen die Zöpfe abgeschnitten wurden, von den Weißen natürlich. Solche Tabus haben wir nicht, Fragezeichen. Jeder weiß, was ein Tabu ist. Ich möchte euch mal ein Tabu nennen und fände es ziemlich gut, wenn ihr das modifiziert und über andere Tabus nachdenkt. Warum? Wir müssen unsere Welt enttabuisieren. Ein Tabu habe ich seit längerem durchdacht, und in diesem guten Buch von Rolf Dobili ist das schön ausgeführt. Ich werde es noch ergänzen. Das Automobil, keine Frage, gegenüber dem Fußmarsch oder der Pferdekutsche und so weiter, ein Quantensprung. Was, er führt das jetzt aus, wie ist das eigentlich, wenn man mit dem Auto sich vorwärts bewegt, wie viel Zeit spart man, wie schnell fährt man im Durchschnitt? Man hat gefühlt so 80, 90 Stundenkilometer. Wenn man jetzt in den modernen Autos, kann man das eingeben. Bei meinem Rover Discovery sind das rund 50 Stundenkilometer. Also Anzahl der jährlichen Betriebsstunden durch die gezahlten gefahrenen Kilometer. Wenn man noch mehr dazu tut, die Arbeitszeit, die man aufwendet, um das Auto zu bezahlen, um die Versicherung, den Unterhalt, das Benzin und die Strafzettel zu finanzieren, dann die Arbeitszeit für die Fahrzeit inklusive Staus und so weiter und so weiter. Das genau hat ein katholischer Priester, nicht schlimm, Ivan Illich für Autos in den USA errechnet. Das Ergebnis, na, wie schnell bewegen wir uns wirklich fort mit dem Auto? 6 Kilometer pro Stunde zu Fuß und mit dem Auto, hier steht es, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 Kilometer. Wenn man für das Auto eine Echtkostenrechnung macht. Soweit dieser sympathische, sehr kluge Mann in seinem Buch. Darüber hinaus müssen wir aber einberechnen, dass wir ungefähr in Deutschland 4000 Tote haben, Verkehrstote. Wenn jetzt ein älterer Herr in seinem Auto mit 80 Jahren aus Versehen gegen die Wand fährt und schnell stirbt, kann man sagen, oh, alter weißer Mann, einer weniger. Aber wenn das ein junger Mann oder eine junge Frau tut mit 18 Jahren, Blutzoll und die Kosten für die abgesäbelten Beine und die Leute, die ihr Augenlicht im Auto verlieren, bei Autounfällen verlieren, haben wir da gar nicht mit drin. Das heißt, das Auto ist sozusagen gefährlicher als jedes Krokodil. Wenn ein Krokodil im mittleren Westen von Australien einen Menschen schnappt, sehen wir das in der Regel in der Presse. 4000 Tote jedes Jahr in Deutschland. Das sind pro Tag ungefähr 10. Bein ab, querschnittsgelähmt, noch nicht mitgerechnet. Wenn man diese verlorene Lebenszeit noch mit einrechnet, ja, ich sehe, du denkst nach. Und was kommt jetzt in deinen Kopf?
Ja, wo ist die Alternative? Ganz genau. Der erste Schritt ist mal, dass man das Tabu erkennt, darüber nachzudenken. Ohne Auto geht es nicht. Die Zulieferer, ja, wie soll ich dann nach Berlin kommen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Tabu, über die völlige Abschaffung des Automobils nachzudenken und auch nur über die wahren Kosten nachzudenken. Weil neben den Kosten, die der Dobelli aufgerechnet hat, und dieser Priester, die machen deutlich, 6 Stundenkilometer bewegen wir uns mal fort. Kann man auch zu Fuß gehen. Warum habe ich das erzählt? Um uns ans Denken zu bringen. Warum müssen wir anfangen zu denken, und zwar zu Ende zu denken, weil wir dabei sind, alle Tierarten und auch uns selbst auszurotten? Wollen wir das? Nein. Es ist nicht die Absicht, es ist aber die Wirkung der Menschheit. Und immer mehr Menschen erkennen das. Rebellion Extinction, Fridays for Future, früher auch mal die Grünen an dem Beispiel Atomkraft. Jetzt ist es Klimawandel. Nein, es ist nicht ein Thema. Es ist insgesamt die Lebensweise, die uns der Fortschritt beschert hat. Was können wir ändern? Fragezeichen. Die Tabus benennen ist mal der erste Schritt. Lösungen suchen, kleine, konkrete Lösungen und nicht mehr Politiker wählen, also nicht mehr Namen, sondern wir wollen eine Demokratie, wo man entscheiden kann. Wir wollen die Partei, die sagt, wir wollen mehr Schwimmbäder bauen. Wir wollen die Autos mit einer Echtkostensteuer versehen. Ja, die Steuern erhöhen, dass derjenige, der ein Auto fährt, die Kosten trägt und dass sie nicht auf die Allgemeinheit übertragen werden, im Zweifelsfall auf die Armen, dass wir umdenken. Ich kenne auch nicht alle Lösungen, aber wir sollten uns in einen Prozess der Lösungssuche für die kleinen Probleme des Alltags begeben. Wie geht das? Indem wir miteinander singen, tanzen und ein wahres Multikulti machen, nämlich bei anderen Kulturen lernen, was haben die eigentlich gemacht, die noch keine Autos hatten. Oder wie läuft in Singapur, zum Beispiel in Singapur, die Schulungen, wie laufen die da ab? Wie geht es in Norwegen, wie sehen da die Schulen aus? Multikulti heißt von anderen Kulturen lernen und nicht nur Spaghetti und die Lebensmittel, das ist natürlich alles sehr sinnvoll und sehr sinnlich auch, machen wir auch, sondern auch das leidenschaftslos hinschauen, was andere Kulturen positiv machen, was die können. Das ist aber in unserer Bildungspolitik nicht gerade üblich. Ich kenne jedenfalls keinen in der Kultusministerkonferenz, der mal nach Singapur gefahren ist oder der sich auch nur regelmäßig die Artikel durchliest, was in anderen Kulturen besser gemacht wird. Also in diesem Sinne bin ich für ein modernes Multikulti, von anderen Kulturen lernen und unsere eigenen Tabus abschaffen. Das würde ich mir wünschen. Freunde, packen wir es an. Wie geht das? Zusammensetzen, wie wir es seit Jahrtausenden getan haben. Menschen im Kreis, gemeinsam einem Kommunikationsfaden folgen. Es gibt tausende gut ausgebildeter Moderatoren inzwischen in der Industrie, in den Kirchen. Sucht euch einen Moderator, guckt euch einen aus. Modellhaft läuft das übrigens bei Rebellion Extinction momentan. Fast jeder Stadt gibt es eine Gruppe, die sitzen im Kreis und reden, wie seit Jahrtausenden das die Menschen gemacht haben. Das zeichnet die Menschen aus und nicht einsames vor dem Fernseher sitzen oder dem Internet oder YouTube angucken, was auch immer. Setzt euch zusammen, überlegt, sprecht euch aus, hört zu und unterstützt euch gegenseitig. Habt euch lieb und sagt das auch. Findet am anderen das Positive. Und vor allen Dingen auch an euch selbst. Ja, schwierige Themen, Tabus erkennen und beenden. Wir sind keine Priester, wir sind keine Eichenabsäger, wir sind auch keine chinesische Zöpfeabschneider. Wir sind Teil unserer Gesellschaft und dementsprechend blind. Lassen wir uns die Augen öffnen, zusammen und entsprechend handeln. Im Kleinen und im Großen. Vielen Dank.